Das ist Haftom aus Eritrea. Haftom ist schon seit mehreren Jahren in Dortmund und arbeitet seit einem Jahr in einem Betrieb. Haftom fühlt sich heute krank und kommt kaum aus dem Bett. Er möchte sich also krank melden. Letztes Mal, als er krank war, hatte er einige Fragen. Wie meldet man sich richtig krank? Bekommt man weiter Geld, wenn man krankgeschrieben ist? Kann einem gekündigt werden, wenn man krank ist? Und wo bekommt man Hilfe, wenn man Fragen hat? Jetzt hat er bereits alle wichtigen Informationen, die man zu einer Krankmeldung wissen muss. Hier kommen die 4 Dinge, die auch du zum Thema Krankmeldung wissen solltest. Wie meldet man sich richtig krank? Haftom weiß, dass wenn er krank ist, er sich vor seinem Arbeitsbeginn bei seinem Arbeitgeber krank melden muss, um ihm zu sagen, dass er heute nicht zur Arbeit kommen kann. Wenn Haftoms Arbeit immer um 8 Uhr beginnt, muss er seinen Chef also vor 8 Uhr anrufen, damit er informiert ist. Danach schickt Haftom seinem Arbeitgeber eine E-Mail, damit er dokumentieren kann, dass er sich krank gemeldet hat und er im Nachhinein keine Probleme bekommt. Haftom weiß auch, dass er seinem Arbeitgeber nicht sagen muss, warum er krank ist. Auch wenn sein Arbeitgeber danach fragt, muss er ihm darauf nicht antworten. Bis zum 3. Tag benötigt man normalerweise keine Krankschreibung vom Arzt. Spätestens ab dem 4. Tag muss die Krankschreibung aber beim Arbeitgeber vorliegen. Aber Achtung! Im Arbeitsvertrag kann etwas anderes geregelt sein. In Haftoms Arbeitsvertrag steht zum Beispiel, dass er seine Krankschreibung schon ab dem 1. Tag einreichen muss. Deswegen ist es wichtig, sich vorher zu informieren, ab wann die Krankschreibung an den Arbeitgeber gehen muss. Haftom geht also zum Arzt, um eine Krankschreibung zu bekommen. Die nennt man auch die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Von der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bekommt man 3 Kopien vom Arzt. Eine für den Arbeitgeber, eine für die Krankenkasse und eine für einen selbst. Bis Oktober muss Haftom die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung selbst an die Krankenkasse und an den Arbeitgeber senden. Ab Oktober 2021 leitet der Arzt die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung elektronisch an die Krankenkasse weiter. Ab 2022 soll es auch Neuerungen geben für die Weiterleitung an den Arbeitgeber. Bekommt man weiter Geld, wenn man krankgeschrieben ist? Während Haftom krankgeschrieben ist, bekommt er weiterhin sein Geld vom Arbeitgeber. Das nennt man Lohnfortzahlung. Die Lohnfortzahlung wird bis zu 6 Wochen in Höhe des Gehalts bezahlt. Dafür ist es wichtig, dass Haftom seine Krankschreibung an seinen Arbeitgeber weitergibt. Das kann er per Scan oder Handyfoto machen und per Mail verschicken. Aber manchmal möchten die Arbeitgeber auch das Original per Post erhalten. Also geht Haftom zur Post und schickt seine Bescheinigung zu seinem Arbeitgeber. Wenn Haftom die Krankschreibung nicht einreicht, so kann sein Arbeitgeber die Lohnfortzahlung verweigern. Auch kann der Arbeitgeber dafür eine Abmahnung ausstellen. Achtung! Bei Krankheit müssen Stunden nicht nachgearbeitet werden. Wenn Haftom länger als 6 Wochen krank ist, dann bekommt er Krankengeld von der Krankenkasse. Das Krankengeld beträgt meist 70% des Bruttoverdienstes. Das bekommt man maximal für 78 Wochen bei gleicher Krankheit. Auch wenn man in den ersten 4 Wochen eines Arbeitsverhältnisses krank wird, dann zahlt nicht der Arbeitgeber, sondern man bekommt Krankengeld von der Krankenkasse. Wenn man die Krankschreibung nicht oder zu spät bei der Krankenkasse abgibt, kann das die Auszahlung des Krankengeldes verzögern und im schlimmsten Fall wird kein Krankengeld gezahlt. Kann einem gekündigt werden, wenn man krank ist? Neulich wurde einer Freundin von Haftom gekündigt, nachdem sie sich bei ihrem Arbeitgeber krank gemeldet hatte. Sie dachte, dass das verboten ist und war bei einer Beratungsstelle von Faire Integration. Dort wurde ihr gesagt, dass Krankheit nicht vor einer Kündigung schützt. Die Beraterin erklärte ihr aber auch, dass die normalen Regeln für den gesetzlichen Kündigungsschutz gelten.
Wenn man mehr als 6 Monate in einem Betrieb gearbeitet hat, in dem mehr als 10 Mitarbeitende in Vollzeit beschäftigt sind, dann hat man den gesetzlichen Kündigungsschutz und der Arbeitgeber braucht einen Grund für eine Kündigung. Krankheit kann ein Grund für eine personenbedingte Kündigung sein, aber es gibt einige Voraussetzungen, damit eine Kündigung gerechtfertigt ist. Zum Beispiel, dass man sehr viele Krankheitstage hat und wahrscheinlich auch in der Zukunft oft krank sein wird. Bei einer Kündigung ist eine sofortige Beratung immer sinnvoll. Wo bekommt man Hilfe, wenn man Fragen hat? Wenn Haftom Fragen hat, kann er sich immer Unterstützung bei Faire Integration holen, die ihn beraten. Oder er kann Gewerkschaftsmitglied werden. In Gewerkschaften schließen sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen und kämpfen für bessere Arbeitsbedingungen. Menschen, die in einer Gewerkschaft organisiert sind, bekommen dort Unterstützung, wenn sie ein Problem mit dem Arbeitgeber haben. Zum Beispiel, wenn sie keinen oder zu wenig Lohn erhalten. Dann können sie sich beraten lassen. Gewerkschaften haben auch Anwälte. Hast du noch Fragen oder ein Problem mit dem Chef der Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter? Lass dich beraten. Eine Beratung bei Faire Integration ist kostenfrei und anonym. Auf unserer Website findest du alle Adressen und weitere wichtige Informationen zu deinen Rechten auf der Arbeit.